enough. Und für manche ist das genug. To be a meditator means it's a lifestyle. Aber Jesus an der Meditieren ist halt ein Lebensspiel. Means as you pass through day-to-day life, one part of you is checking to see what am I doing with my thought energy. Während wir den Alltag gehen, ist ein Teil von uns beobachtet, was wir machen. Think, for example, of an athlete who wishes to win the gold medal in the competitions. Denkt an einen Athleten, der die Goldmedaille gewinnen möchte an einem Wettbewerb. So for her or for him, eating healthy is a lifestyle. Für diese Person, gesund zu essen, ist ein Lebensstil. Such a person has a natural awareness what I eat, when I eat, how much I eat. Solch eine Person hat ein natürliches Bewusstsein, was ich esse, wann ich esse, wie viel ich esse. Because for an athlete to maintain optimum weight is essential. Für einen Athleten das optimale Gewicht zu halten, ist essentiell. The same way, a meditator is a bit like a mental athlete. Und ein Meditator ist etwas wie ein mentaler Athlet. As you pass through the day, you're at work, you're traveling, with family, is a natural vigilance, a natural awareness. Am I using my thought energy wisely? Wenn wir durch den Alltag gehen, ist ein natürliches Bewusstsein, benutze ich meine Energie weise. When you notice yourself overthinking, you stop it and you try to correct it. Und wenn wir uns selber beobachten, dass wir zu viel denken, dann stoppen wir das und ändern das. Because meditators understand our thought energy is the most precious resource we have. Ein Meditator versteht, dass die Gedankenenergie die wertvollste Energie haben, die wir This haben. then helps us to understand what is the effort we can make in order to improve our inner power. Das hilft uns zu verstehen, welche Bemühungen wir machen können, um unsere innere Kraft zu vermehren. The things to reduce are the wastage, but what is the effort to make? What should we pay more attention to? Die Dinge zu reduzieren ist das Nutzlose, aber wofür sollten wir uns bemühen? So 3 things we can introduce into our day if we are not already doing so. 3 Dinge können wir unserem Leben zufügen, wenn wir das nicht schon machen. One is how to start the day. Das eine ist, wie wir den Tag anfangen wollen. Now, before we launch into the day, into the news, the traffic, the family, the breakfast, before all that, first engage with your inner self. Also bevor wir in den Tag stürzen, so die News, das Frühstück, die Familie und so weiter, dass wir zuerst nach innen schauen. Before you go out, first go in. Bevor wir nach draußen gehen, gehen wir zuerst nach innen. Charge up your inner battery before you think about the day. Füllt eure innere Batterie, bevor ihr über den Tag nachdenkt. So for this, let's do now a little exercise to experience how to go to that place of calmness and peace within yourself. Lass uns jetzt eine kleine Übung machen, wie wir an diesen Ort in uns gehen können. Right? This is called a very simple beginner's exercise. It's a creative visualization. Das ist eine kreative Visualisation. Das geht sehr gut auch für Anfänger. Okay, happy to do this? Sind wir bereit, das zu Just have tun? your back straight, Sitzt die Beine auf, your feet flat on the floor. die Füße flach auf dem Boden. If your electronic baby is with you, make sure it's sleeping. Also wenn ihr Mobile dabei habt, dann seid sicher, dass es schläft. So what happens is I'll just guide you through a very simple visualization, Und das führt euch durch eine einfache Visualisation. and you just follow as best as you can. Folgt einfach so gut ihr könnt. This one is called, the quiet room of peace. Das nennt man den ruhigen Ort des Friedens. And if you wish, you can have your hands just resting gently on your legs. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Hände ganz sanft auf eure Beine legen. And you may close your eyes if you want, or have them half open. Ihr möchtet auch eure Augen schließen oder halb offen lassen.
So we spend a few moments to relax the body and relax the mind. Wir entspannen den Geist und auch den Körper. So I know the world outside of me is the world of doing, the world of action. Ich weiß, die Welt außerhalb von mir ist die Welt des Tuns, der Handlung. And I cannot control the world outside of me. Und ich kann die Welt außerhalb nicht kontrollieren. But there is also a world inside me. Aber es gibt auch eine Welt in mir. The world of my thoughts, my feelings. Die Welt meiner Gedanken, meiner Gefühle. The world inside is in my own hands. Die Welt in mir ist in meinen eigenen Händen. And so now just bring your attention up to your face. Bringt eure Aufmerksamkeit auf euer Gesicht. And bring your attention to the center of your forehead. Lenkt eure Aufmerksamkeit auf die Mitte eurer Stirn. And here at the center of the forehead, just picture a small room. Und in der Mitte eurer Stirn visualisiert einen kleinen Raum. And this small room in the center of your forehead is your quiet room of peace. Der kleine Raum in der Mitte eurer Stirn ist euer stiller Raum. And this is your private and personal space. Und das ist euer privater, persönlicher Raum. And when you are inside your quiet room, you feel very relaxed. Und wenn ihr in eurem stillen Raum seid, fühlt ihr euch sehr entspannt. This is the place where you can be yourself. Dies ist der Ort, wo ihr euch selbst sein könnt. Inside your quiet room, you feel very safe. In eurem stillen Raum fühlt ihr euch sehr sicher. You feel secure. Ihr fühlt euch geborgen. You can let go of your daily roles and responsibilities. Ihr könnt eure alltäglichen Rollen und Verantwortungen loslassen. You are free from the pressures and the demands of daily life. Ihr seid frei von dem Druck und den Anforderungen des Alltags. Feel the peace and the wonderful silence of your quiet room. Fühlt den Frieden und die wunderbare Stille in eurem stillen Raum. Just allow your mind to absorb this atmosphere of serenity. Erlaubt eurem Geist diese Atmosphäre der Heiterkeit zu absorbieren.
so, the thoughts begin langsamer zu werden. the mind becomes calm. Der Geist wird ruhig, Quiet, still, relaxed, entspannt, peaceful, friedvoll, and free. frei. Just be with this feeling of peace in your mind for a Bleibt, moment. bleibt einfach mit diesem Gefühl des Friedens im Geist für einen Moment. And when you feel ready, you can just open your eyes. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr einfach die Augen öffnen. How do you feel? Wie fühlt ihr euch? More relaxed? Ein bisschen entspannter? If it works for you, try to do every day. Wenn es für euch funktioniert, versucht es täglich zu machen. The mind needs it. The mind deserves it. Der Geist braucht es, der Geist verdient es. Especially in this generation, with our toys of technology, our gadgets, so much information we're exposed to every day. Vor allem diese Generation mit all diesen technologischen Geräten, so viele Informationen den ganzen Tag über. Okay, technology is great. We all use it every day. Technologie ist großartig, wir brauchen sie jeden Tag, The greatest technology is your mind. aber die größte Technologie ist euer Geist. Has to be respected, looked after, taken care of. Er muss respektiert werden, man muss auf ihn schauen. So it's important to just to be able to disengage from the doing mode, come to the being mode, recharge, refresh, revitalize, and go back into your day. Es ist wichtig, von dem Machen und Tun wegzukommen in den Seinsmodus. So some morning, Recharge, also um sich wieder aufzutanken, mit dem Prozess zu kommen. it is said the morning shows the day. Der Morgen zeigt den Tag. If
if you have an experience of peace and inner stillness first thing in the morning, it supports your mind through the day when there are challenges, difficulties, issues to deal with. Wenn ihr die Erfahrungen von Frieden und Ruhe am Morgen macht, dann hilft euch das während des Tages, wenn Herausforderungen kommen. There is this saying, isn't there? If somebody's having a bad day, they say, I must have got out of the wrong side of the bed this morning. Wenn jemand einen schlechten Tag hat, dann sagt man manchmal, er ist mit dem falschen Bein aus dem Bett ausgestiegen. Yeah, similar thing. Ja. Which is an indication that if the day is going badly, maybe it started off badly. So, wenn der Tag schlecht geht, heißt das vielleicht, dass er immer nicht schlecht angefangen hat. But the opposite is true as well. Aber das Gegenteil ist auch wahr. If I start the day well, it impacts the rest of the day as well. Wenn wir den Tag gut anfangen, beeinflusst es den Tag auch gut. So morning silence, morning meditation, I would say it's really a must to maintain my peace of mind and happiness passing through the daily life. Die Stille und Meditation am Morgen ist ein Muss, um während dem Tag wirklich dieses Glück aufrechtzuerhalten. And then what about passing through the day? Can I do a mini meditation a couple of times during the day? Ist es möglich, auch während des Tages ein paar Mini-Meditationen zu machen? Now we call this as traffic control for the mind. Wir nennen das die Verkehrskontrolle für den Geist. So imagine the thoughts in your mind are like the traffic in the road. Stellt euch vor, die Gedanken im Geist sind wie der Verkehr auf der Straße. How is the traffic in your mind? How are the thoughts? Organized, orderly, flowing, coordinated? Wie ist der Verkehr eurer Gedanken? Ist es in Ordnung? Ist es koordiniert? Or is there a traffic jam in the mind? Oder gibt es einen Traffic Jam, im Geist, einen Stau? Do you have traffic problems in Zurich? Habt ihr in Zürich Probleme mit dem Verkehr? You do? Ja. Try coming to Istanbul. Versucht mal nach Istanbul zu kommen. You understand traffic. Da versteht ihr Probleme. So you know traffic jam is maybe one car parked in the wrong place can block 100 cars. Wenn ein Auto vielleicht am falschen Ort parkiert ist, kann er 100 Autos blockieren. So much time and energy is wasted. So viel Zeit und Energie wird verschwendet. Same way, one useless thought, one negative thought can block my creativity and my happiness. Dasselbe, ein nutzloser Gedanke kann meine Kreativität, mein Glück blockieren. Therefore, traffic control is like a mini meditation in the day. You disengage from the doing mode, go to the quiet room, be secure, feel at peace, and come back to your work, your meeting, whatever you're doing. So diese Traffickontrolle, Verkehrskontrolle ist, wenn wir einfach in einen Moment in die Stille gehen, wahrnehmen, was in unserem Geist geschieht und nach innen gehen. Yeah. Because it's during the day the challenges come up. Es ist während des Tages, wo die Herausforderungen stattfinden. If it's new for you, you might like to experiment one mid-morning, let's say 10:30, one mid-afternoon, let's say 2:30. Wenn es für euch neu ist, dann mögt ihr vielleicht versuchen, morgen um 10:30 oder unter Nachmittag um 2:30. For about 3 minutes each. Practice for 1 week. See how you feel at the end of that 1 week. Nur jeweils etwa 3 Minuten und übt das mal für eine Woche und seht, wie ihr euch fühlt. Generally, people say, I feel more balanced, I feel more energetic, because you're taking better care of your thoughts. Im Allgemeinen sagen die Menschen, sie fühlen sich mehr energetisch, mehr kraftvoll, weil sie auf die Gedanken Wert legen. And the third thing, how to end the day. Und das dritte ist, wie enden wir unseren Tag? If the mind is not put to sleep properly, then it keeps thinking during the night, and sleep quality is reduced, and then it impacts the next day.
So, wenn wir den Geist nicht richtig schlafen legen, dann gehen die Gedanken weiter und die Qualität des Schlafens ist nicht gut und wir haben keine Energie am nächsten Tag. The mind is a mechanism by which it works. Der Geist ist ein Mechanismus, bei wie er arbeitet. Think of your laptop, for example. Denkt an euren Laptop. You may be busy accessing different things. How do you close your laptop at the end of the day? So, ihr seid vielleicht mit verschiedenen Dingen auf eurem Laptop beschäftigt. Wie schließt ihr ihn am Ende des Tages? It's a step-by-step process. You log out, you switch off, you turn off. Es gibt einen Prozess, ihr loggt euch aus, ihr stellt den Computer ab. In the same way, here is something you can do to end the day well. Und hier ist etwas, was ihr tun könnt, um den Tag gut zu beenden. Something I was told many years ago as a child, and I still find it useful. Etwas, was mir als Kind gesagt wurde und er es immer noch nützlich findet. It said, consider the whole of life to be like a theatre performance or a drama. Betrachte das ganze Leben wie eine Theatershow, ein Drama. And for today, the play is over. Und für heute ist dieses Spiel vorbei. Whatever happened today, I may have done something amazing. Was immer heute geschehen ist, vielleicht habe ich etwas ganz Besonderes gemacht. I may have made a ridiculous mistake. Vielleicht habe ich einen furchtbaren Fehler gemacht. I may have been praised, I may have been criticized. Vielleicht bin ich gelobt worden oder kritisiert. But for today, the curtain has come down. Aber für heute ist der Vorhang heruntergegangen. Today's performance is over. Die Handlung von heute ist vorbei. And multiply everything by 0. Und multipliziert alles mit einem Null. Empty the mind of the thoughts of the day. Leert den Geist von den Gedanken des Tages. Allow the mind to be light and then go to sleep. Erlaubt dem Geist leicht zu sein und dann geht er schlafen. Sleep is more restful, and the next morning then really does feel like a new day. Und der Schlaf ist dann viel erholsamer und dann der nächste Tag fühlt sich wirklich auch wie ein neuer Tag an. If these things are new for you, experiment. Morning meditation, traffic control in the day, putting the mind to sleep at night. See how much more power you have when you practice these simple things. So, wenn diese Dinge neu sind für euch, dann übt es für eine Zeit lang. Morgen früh, wie ihr aufsteht, dann die Traffickontrolle des Tages und dann am Abend, wie ihr den Geist zur Ruhe legt. We have so much power in us, we just don't know how to use it. Wir haben so viel Kraft in uns, aber wir wissen einfach nicht richtig, wie wir die benutzen. That's why it said the great adventure is to discover yourself. Who are you? Und das größte Abenteuer ist, sich selbst zu entdecken. Wer bin ich? Yeah. Now, coming to the next thing. Nun kommen wir zum nächsten. Is everybody okay for a couple of hours more? Seid ihr bereit für ein paar Stunden noch? Just getting warmed up. Wir sind ein bisschen aufgewärmt. I'll just do one more thing. Noch eine. Actually, it's going a little bit deeper now into really, where the waste happens and what to do about it. Es geht noch ein bisschen tiefer, wo das Nutzlose geschieht und was wir tun können. Now, I would say the most important thing in human life is your sense of identity. Das Wichtigste im Leben ist unser Gefühl der Identität. In fact, I would say every issue, every problem in the world is basically an identity problem. Ich würde sagen, jedes Problem in der Welt ist grundlegend ein Identitätsproblem. I would say the human race is passing through a global identity crisis. Ich würde sagen, dass die menschliche Rasse durch eine Identitätskrise geht. And this leads us to ask the question, well, who am I? Und das führt uns zur Frage, wer bin ich? The answer I'm giving to this question, who am I? That answer is determining your experience of life. Und die Antwort, die da gibt, bestimmt die Erfahrung eines Lebens. When we give better answers to that question,
everything in our life improves. Wenn wir bessere Antworten geben auf diese Frage, dann wird alles in unserem Leben verbessert. So there are three levels of identity. Es gibt drei Ebenen der Identität. And this shows us where and how we drain our inner power and what we can do to stop the leakage. Und das zeigt uns, wo und wann wir unsere innere Kraft verlieren und wie wir das auch stoppen können. Now, mostly people will identify with what they do. Am meisten identifizieren sich die Menschen mit dem, was sie tun Or with what they have. oder was sie haben. So when you ask somebody, who are you? Wenn man jemanden fragt, wer bist du, They usually say one of these two things. dann sagen sie normalerweise eines dieser beiden Dinge. Who am I? Oh, I'm a teacher. Ich bin zum Beispiel ein Lehrer, I'm a mechanic. ich bin ein Mechaniker, I'm a lawyer. I'm a doctor. ich bin ein Anwalt, ein Arzt. Means they identify very much with what they do. Sie identifizieren sich sehr mit dem, was sie tun. Or they identify very much with what they have. Oder sie identifizieren sich sehr stark mit dem, was sie haben. For example, their nationality, Zum Beispiel ihre Nationalität or their race, oder ihre Rasse or a certain group they belong to, oder der Gruppe, zu der sie gehören so on and so forth. und so weiter. Our family role, Familie. you're a mother, you're a husband, you're a wife, you're a son, daughter of someone. Unsere Familienrolle, Ehemann, Frau, Kind. So when we are identifying with these two things, then it generates a certain creature who is responsible for all the anguish we experience. Und wenn wir uns mit diesen beiden Dingen identifizieren, dann erschafft das eine Art von eine Schöpfung, a creature. A slippery, slimy, shape-shifting creature. Heilige Kreatur. This creature is called ego. Und diese Kreatur nennt man Ego. And where there is ego, then there will be ego-based emotions, Wenn es Ego gibt, gibt es ego-basierte Emotionen, which are all energy draining. welche alle die Energie absagen. For example, anger, Zum Beispiel Wut, nervousness, Nervosität, worry, Sorgen, being defensive, sich zu verteidigen, trying to prove myself, sich selbst beweisen zu müssen, being ultra-competitive, sehr being wettbewerbsbewusstsein, over-concerned with what other people think of me, sich zu sehr zu sorgen, was andere Menschen über mich denken, feeling jealous, eifersüchtig zu being sein revengeful. oder Rachegefühle zu haben. It's a long list. Eine lange Liste. All of these are ego-based emotions. All dies sind ego-basierte Emotionen. You can also call them as forms of insecurity. Man kann sie auch als Form der Unsicherheit ansehen. And as long as this ego layer exists, we'll always find ourselves getting tired mentally and emotionally. Und solange diese Ego-Schicht existiert, dann werden wir uns immer irgendwo müde fühlen, physisch oder emotional. So what this meditation, Raja Yoga meditation, teaches us is you are not what you do, you are not what you have. Raja Yoga Meditation lehrt uns, du bist nicht, was du tust, du bist auch nicht, was du hast. But come to the very core, which is the being. Und wir kommen zum Kern, das Wesen, lebendige Wesen. You are the being. Live from here. Du bist das innere Wesen, leb von dem aus. Yeah. You're not, for example, you do a job, you are not a job. Du machst einen Job, aber du bist nicht der Job. Agreed? Seid ihr einverstanden? Yeah. You have a nationality, but you are not a nationality. Ihr habt eine Nationalität, aber ihr seid nicht die Nationalität. On your passport, it may say Swiss or Indian or French or German, etc. Im Pass mag es zwar heißen, Schweizer, Inder oder und so weiter.
Are you a passport? Seid ihr der Pass? No, you have a passport, but you're not a passport. Ihr habt einen Pass, aber ihr seid nicht der Pass. But the way we live today, we put the passport into our consciousness. Aber was wir machen, wir nehmen den Pass in unser Bewusstsein. So now I'm a passport. Und jetzt bin ich der Pass. When I see you, I say, which passport do I Und wenn ich das sehe, sage ich, welcher Pass bist du? Same with all of those labels, the job, the race, the profession, everything. We put this into the consciousness, and that's the big mistake. All diese Labels, der Job, die Nationalität, wir nehmen das in unser Bewusstsein und das ist der größte Fehler. Let's take a look at another model to see how emotions are triggered. Lass uns ein anderes Modell ansehen und sehen, wie Emotionen getriggert werden. Do need to check what time do I have to finish? Serious question. You go on for a few minutes and Okay. then we see if there's questions. Noch ein paar Minuten. Okay. Right. So here's the model of, Ein Modell, let's say this represents your consciousness or your awareness. das repräsentiert euer Bewusstsein. And so what we have done as we pass through life is we acquire labels, we get them and we give them to each other. Was wir machen, wenn wir durchs Leben gehen, wir sammeln Labels an und wir geben sie auch anderen, so Etiketten. And I represent this as I, for example, I, a man or a woman, I from such and such a country, I from such and such a company. Und wir nehmen das ich von diesem jenem Land, diese von diesem Arbeit, von diesem Geschäft, So von diesem Geschlecht. from birth to death, we acquire lots and lots of labels. Von Geburt bis zum Tod, da sammeln wir ganz viele von diesen Etiketten an. From cradle to grave, Von der Wiege bis zum Grab, from womb to tomb. vom Mutterleib bis zum Sarg. And some of them are larger, some of them are smaller. So manche sind kleiner, manche sind größer. I am so and so. I Ich was educated at such and such a place. habe dort und dort mich ausgebildet. I am good at such and such. Ich bin gut in dem und dem. I have achieved so and so. Ich habe das und das erreicht. I am husband or wife of X, Y, Z. Ich bin Ehefrau, Ehemann von X, Y und Z. There are hundreds of these. Hunderte. We may call them as ego masks. Das können wir auch Ego-Masken nennen. They're all floating around in my consciousness. Und die schwimmen in meinem Bewusstsein herum. The size of them depends on how much you feed it. Und die Größe von denen hängt davon ab, wie sehr wir sie füttern. So a person who thinks of himself or herself in terms of nationality, that becomes the main one. He thinks he is from that country. Wenn jemand sich mit der Nationalität identifiziert, dann denkt er, ja, ich bin von diesem Land. Somebody else's nationality is not so important, but that person's job is more important. He thinks of himself or herself as I'm a lawyer, I'm a policeman or a policewoman, etc. Und für jemanden anderen ist die Nationalität vielleicht nicht so wichtig, aber sein Job. Und denkt von sich selber als ein Polizist oder Polizistin und so weiter. Now here's the thing, that as we pass through day-to-day life, you will experience some kind of threat or attack on your ego masks. Und wenn wir durch den Tag gehen, werden wir irgendeinen Angriff erfahren auf unsere Ego-Maske. And what happens then? Und was geschieht dann? Let's take an example. Zum Beispiel, Let's say you are a good cook. seid ihr ein guter Koch. Any good cooks here? Und das sind eine gute Köche hier. Okay, one there, okay. Ja, Two, okay, not bad. okay. Now, of course, it's good to have a talent. It's good to be a good cook. Ist gut, ein Talent zu haben, ein guter Koch zu sein. Let's say you make it into an ego mask. You become proud of it. Lass uns sagen, dass wir jetzt eine Ego-Maske machen, wir werden sehr stolz damit. You begin to partly base your self-esteem on that ego mask. Wir fangen an, unseren Selbstwert auf dieser Ego-Maske aufzubauen. One day we all come to your house for dinner. Eines Tages kommen wir alle zu dir nach Hause zum Nachtessen
first bite of the food that you cooked, Und wir nehmen den ersten Biss von dem Essen, was du gekocht hast, and we make a face. und dann machen wir ein Gesicht. Horrible. We even spit it out a little bit. Sogar ein bisschen aus. How might you feel if this happens? Wie würdest du dich fühlen, wenn dies geschieht? Well, it literally happened this week. What happened? It's Ramadan, so 7 people were at my flat, and this dessert was really, main dish was wonderful. Dessert was really bad, so I aimed to do something. It ended up something different, but we all laughed a lot about it. So it's a very nice memory. It would be perfect. And we wouldn't have such a nice memory because we made photos of our critical gentlemen in the group, and this was really fun. Okay, we're coming to So I didn't get any damage in my ego because I could cook. So. Wir kommen zu dir jetzt mit. You may find that your emotions get triggered. Ihr mögt wahrnehmen, dass eure Emotionen getriggert werden. Sometimes they're just internalized and you don't express them. Manchmal ist es nur innerlich und ihr drückt es nicht aus. Sometimes they're externalized, you may get upset, angry, or irritated. Und manchmal kommen sie raus, ihr werdet vielleicht wütend, irritiert oder frustriert. So what happens is when any of these ego masks are threatened, the result is an emotional reaction. Wenn ihr irgendeine dieser Ego-Masken angegriffen werden, ist das Resultat eine emotionale Reaktion. Yeah. Another maybe more obvious one is, let's say I'm very identified with my nationality. Eine andere Sache ist, ich bin vielleicht identifiziere mich sehr mit meiner Nationalität. If you criticize my nationality, you're criticizing me. Und wenn ihr meine Nationalität kritisiert, dann kritisiert ihr mich. People get very upset. Und die Menschen werden sehr They're ready to fight with you. sind bereit zu kämpfen. And this is so silly. Und das ist so blöd. Right? This is the madness of the ego. Das ist die Verrücktheit des Egos. So as long as these ego masks exist, there's always going to be emotional reactions. Solange diese Ego-Masken existieren, gibt es immer emotionale Reaktionen. Think of how much inner power you lose, for example, when you feel angry. Wie viel Kraft verliert ihr nur, wenn ihr zum Beispiel wütend werden? When a person is angry, they need to sit down for a while to recover from this loss of energy. Und wenn eine Person sehr wütend wird, muss sie sich hinsetzen, um sich wieder zu erholen von diesem Energieverlust. So here's the good news. Das ist eine gute Neuigkeit. Good news is behind all of these is what we call as the eternal I or the real I. Die gute Neuigkeit ist, hinter all dem steht das ewige Ich. And within this eternal I, real I, is actually what we are truly looking for. Und hinter diesem ewigen Ich und dem echten Ich ist das, wonach wir wirklich schauen. There is peace. Dort gibt es Frieden. There is love. Dort gibt es auch Liebe. There is joy. Dort gibt es Freude. There is strength. Es gibt Kraft. There is wisdom. There is contentment. Es gibt Weisheit. Es gibt Zufriedenheit. This is the being part. Das ist der Seinspart. The ego masks are the doing and the havings. Die Ego-Maske sind die Machen und Haben. Die Masken. The ego is the darkness. Und das Ego ist die Dunkelheit. How do you fight darkness? Wie empfindet ihr Dunkelheit? You don't fight the darkness. You turn on the light. Kämpft die Dunkelheit und das Licht an. That's really what this meditation is about, is live from here. Das ist wirklich, um das geht es in der Meditation, von hier zu leben. Don't just accept it or know it or believe it, but live it. Akzeptiert es nicht einfach oder glaubt es oder wisst es, aber lebt es. Live in the awareness, I am a peaceful soul. I am a joyful soul. Aber lebt in diesem Bewusstsein, ich bin eine friedvolle Seele, ich bin eine freudvolle Seele. Good things begin to happen. Und dann fangen gute Dinge an zu geschehen. One is that these ego masks, because you're no longer feeding them,
they begin to lose their power. Das eine ist, dass diese Ego-Maske, weil wir sie nicht mehr benutzen, an Kraft verliert. The energy you invested in the ego masks begins to return to you. Die Energie, die wir investiert haben in die Ego-Maske, die kehrt zu mir selber zurück. So the ego was simply a bad investment. Und das Ego war einfach ein schlechtes Investment. The smaller ego masks are easier to deal with. The bigger ones will wrestle with you. Die kleinen Ego-Masken, mit denen können wir leichter umgehen. Mit großen, die knochen wir darüber. But the sign those ego masks are becoming weaker is you are becoming stronger. Aber das Zeichen ist, wenn die Ego-Masken schwächer werden, werdet ihr selbst stärker. Your self-esteem is becoming more solid. Eure Selbstwertschätzung wird solide. And self-criticism doesn't hurt you anymore. Und die Kritik verletzt euch nicht mehr so sehr. You're more emotionally stable. Ihr seid emotional stabiler. It's easier to say, sorry, I was wrong, without feeling I'm losing face. Es ist viel einfacher zu sagen, oh, sorry, habe falsch, ohne das Gesicht zu verlieren. Just think, if people could say more easily, I'm sorry, can you forgive me? How different would the world be? Ich denke, wie einfacher das Leben sein, die Welt sein würde, wenn wir mehr sagen könnten, ja, es tut mir leid, vergib mir bitte. It's the ego which takes us into the world of finger pointing. Es ist das Ego, das mich in die Welt des Beschuldigens. As we continue to live from here, what's inside here, this peace, this love, emerges and fills your consciousness. Wenn wir von diesem Bewusstsein aus leben, dann füllt der Frieden und die Liebe diesen Raum. And from you, you then radiate it out into your life, your family, your friends, your work colleagues. Und von euch strahlt es dann auf in eure Welt, in eure Familie, in eure Arbeit. So you become a peaceful person, you become a loveful person. Dann werdet ihr zu einer friedvollen Person, zu einer liebevollen Person. It's no longer a doing thing, but it's who you are. Es ist nicht mehr etwas, was wir tun, sondern es ist, was wir sind. And you learn how to conserve your inner power by paying more attention to your consciousness. Dann lernen wir, unsere innere Kraft zu behalten, indem wir aufmerksam sind auf unser Bewusstsein. I remember reading many years ago in one of our lessons that the way to deal with any adverse situation Erinnert sich an vor vielen Jahren der Weg, wie man mit widrigen Situationen umgehen kann, is first to stabilize yourself in your self-respect. ist, dass wir zuerst uns stabilisieren in unserer Selbstachtung. First, remember, I am a peaceful soul. I am a powerful soul. Then look at the situation. Zuerst erinnert euch daran, ich bin eine friedvolle Seele und dann schaut auf die Situation. Don't immediately do problem solving. Geht nicht sofort in das Problem lösen. First, solve yourself, means your consciousness, then look at the problem. Zuerst löst euch selbst, das heißt, geht in das richtige Bewusstsein und dann löst das Problem. Okay, finally, I'd like to draw a picture of you. Und am Schluss möchte ich ein Bild von euch zeigen. Hope you don't mind. Ich hoffe, dass es euch nicht stört. So, this is you. Das seid ihr, This. dieser rote Stern. What we call as the inner being or the inner force or the consciousness or simply the word soul. Das nennen wir das innere Wesen, das innere Bewusstsein oder Seele. So when we say live in the awareness of I, the being, we're talking about this being, the spiritual energy, which you don't have, but it's who you are actually. Wenn wir sagen, lebe in deinem ursprünglichen Selbst, das heißt, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, nicht das, dass wir das haben, aber das ist das, was wir sind. And within you, there is already peace. Und in uns, da gibt es schon
in uns. Within you there is already joy. Und in uns gibt es auch schon Freude. Within you there is already love. Und in uns gibt es auch schon Liebe. When these three things come together, this is what constitutes inner strength. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann bekommen wir innere Kraft. When we say somebody is a strong person, it means she or he can take failure, can take criticism, because the peace, the love, the strength is awakened. So, wenn wir sagen, jemand ist eine starke Person, das heißt, sie kann mit Kritik umgehen, weil sie diesen Frieden, Liebe und Kraft in sich trägt. When we say somebody is a little bit fragile, a little bit weak, it just means we have to be more loving, more kind, because the peace, the love, the joy is of a low degree. It hasn't been really awakened. Und wenn wir sagen, jemand ist ein bisschen fragil, ist das, weil diese Qualitäten eben nicht so aktiviert sind und die wir unterstützen müssen. So just in essence, to summarize, to really empower ourselves, live in the spiritual awareness. I am peaceful, powerful, loveful soul. Live in that awareness and awaken these things which are already within the self. So lebt in diesem Bewusstsein weg, diese Dinge, die schon in euch sind. Okay. So I know we like to do a little meditation to end. Should we do that now? Eine kleine Meditation noch, bevor wir enden. Okay. All right. So let's see. If you ask a basic question. Okay. Does anybody have a burning question Hat jemand eine brennende Frage? or a slightly smoldering one? Yeah, yeah. I'm a little nervous if I'm honest. So I kind of thank you for your talk. I found it both inspiring, thought-provoking, but I had a little difficulty relating to some of the metaphors or the meditation. So I tried to use your metaphor of like when you were talking about the traffic jams. I don't know, like people are different maybe in the landscapes and they might not. I don't know if anyone has like a really quiet like bicycle path, but I feel I have like a 5-lane intersections with roadworks and things. So it is for me, if I try to pay attention to my mind, I feel like it gets worse. Like so when you were talking about the peaceful, quiet room, I felt it got louder. So I was just wanting to ask you, like, what do you think about like maybe different people having different sort of landscapes or these how to, well, a starting point is how to deal with a loud mind. Yeah, thanks for the question. Ja, ich glaube, das Bild vom Verkehr war nicht so hilfreich, ne? Weil es ist halt sehr viele Roadworks, also Arbeiten, Baustellen. Kannst du selber sagen? Ja, ich habe einfach darüber gesprochen, kurz gesagt, dass ich es ein bisschen schwierig fand, mit der Übung und mit der Aufmerksamkeit auch nach innen zu richten, auf die eigenen Gedanken, dass es bei mir eine auslöst, dass es lauter oder, also dass ich es schwierig finde, nach innen zu schauen, wenn es sehr eine aktive, sehr, ja, der Geist, ja. Yeah, it's true that people have, let's say, different volumes of noise in the mind, if I can put it like that. Ja, es ist so, dass Menschen verschiedene Volumen der Geräusche in sich haben, des Lärms, der Gedanken. I think it's important to start with baby steps and go at your own pace. Es ist wichtig, mit wirklich kleinen Schritten, Babyschritten zu gehen und auf deine eigene Geschwindigkeit. I would say, like, even if like 3 or 4 minutes seems a long time, maybe start with 1 minute if you can. Auch wenn 3-4 Minuten eine lange Zeit scheinen, dann so vielleicht mit einer Minute. I introduced one particular visualization, but there are many you can do which may be more
appealing to you personally. Hat eine Visualisation gemacht, aber es gibt ganz viele andere und vielleicht versuchst du eine andere. But just one thing to bear in mind is that we really feel that this journey to peace is a return journey. Also diese Reise zum Frieden ist eine Reise zurück, also eine Rückreise, Rückkehr. We don't think that a person is naturally always angry or irritated or stressed, but it's somewhere we have reached and we can return back to what is natural to us. Ich denke nicht, dass es ein natürlicher Zustand ist, wütend zu werden oder einfach so diese Emotionen zu haben, sondern dass wir wieder, dass der Frieden wirklich unsere wahre Natur ist. But step by step and then gradually build up. Schritt für Schritt und dann langsam daran aufbauen. Thanks for asking. Question. Yeah. First of all, thank you very, very much. This was so inspiring, and also your words were so gentle and simple to follow. This was it really. One part I really struggle with: the entire environment around us wants to put us in a drawer, to define us, who we are in terms of what we have and what we do. And how do you, I mean, if in the job or whatever, the whole society puts us in or tries to put us in these drawers to define us. How do you escape from this, and what are the helpful steps to redefine yourself not in what you do and what you have? How do you start this journey and get to this red inner eye and make this stronger? Yeah, that's a great question. So, sagt die ganze Umwelt, die versucht uns immer in Schubladen zu tun, was wir tun und was wir machen. Ich kann dann zurückkehren zu diesem inneren Selbst, diesem Stern. I'll say two things here. Das sind zwei Dinge. One is that, if you, as I do, if we choose to live in a city, then all these things are there, labels and these drawers and, roles and masks. It's part of city life. Also das ist Teil des Stadtlebens, ne? Diese Rollen, diese Schubladen, all diese Dinge. Yeah, but I try and remind myself that I play a role, but I am not the role. Aber er versucht sich daran zu erinnern, ich spiele eine Rolle, aber ich bin nicht die Rolle. And that's why in the morning, especially early in the morning, it's very important to meditate and experience the me who is behind all the roles and all the labels. Und deshalb ist es ganz wichtig, besonders am Morgen mich zu erinnern, dass das Ich, das Jenseits ist, oder ich bin hinter diesen Rollen und Labels. That helps me to try and maintain that awareness through the day when people are seeing me as a role or as a label. Und das hilft mir während des Tages, wenn die anderen mich in diesen Rollen und Labels sehen, eben da nicht reinzufallen. Second thing I may mention, and I think maybe you'll be mentioning it anyway, but we have this basic thing called foundation course in Raja Yoga meditation, which takes us through those steps in how to experience that true self. I think that's also important to understand. Und das Zweite ist, wir bieten auch einen Meditationskurs an, wo wir Schritt für Schritt durch diesen Prozess hindurchführen. So knowledge and understanding and meditation and experience, these two things together allow us to make this a reality in our lives. Wissen und Verständnis auf der einen Seite und dann Meditation und Erfahrung helfen mir, das im Leben einzubringen. What if you ask somebody to forgive you and they can't? What should you do? Wenn ihr jemanden bittet, euch zu vergeben und die andere Person kann nicht, was soll man machen? Yeah, they may not be ready to do that, Sie mögen nicht bereit sein, dies zu tun, but at least I have done the right thing of asking for forgiveness. zumindest habe ich den Weg eingeschaltet, um nach Vergebung zu bitten. And even offering to do something to repair any hurt or damage I may have caused. Und Offering to do something to repair any damage I have caused.
Und dann biete ich an, etwas zu tun, um irgendwelchen Schaden, den ich angerichtet habe, zu lindern. Also selbst. And it may come at some point later that person is ready to talk or to listen. Und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ist diese Person dann bereit zu But in the, hören. in the meantime, go to the thought level. Aber in der Zwischenzeit gehe auf die Gedankenebene. That means with my mind, whenever I think of that person, just give good wishes, positive thoughts, good feelings, and it will reach that person. Und in einem Geist, wenn ich an diese Person denke, schicke ich gute Gedanken, gute Gefühle. It'll help to neutralize the effect of anything wrong I may have said or done. Und das wird helfen zu neutralisieren, was immer ich vielleicht Falsches gesagt und gemacht habe. I've seen this work in many cases. Hat das gesehen, wie das funktioniert in vielen Situationen. The power of good wishes. Die Kraft der guten Wünsche. Okay, I know some people do need to leave, so should we do a little meditation? Is there a tiny question? Okay. How can I be able to forgive someone who has given some damages to me and my son, and at the same time I have to defend the rights of my son while trying to be peaceful in mind and in myself? Is there any methodology where I still have to fight for the right of my son, but it damages me, my inner self, but I can't give it up? What would be your advice, Yogesh? All right. Let's do this. I know you, Asla. Yes, of course. Let's talk separately. Yeah, okay. That's okay, because that's your personal situation. Yeah. Maybe there are other women in my situation. That's why I asked it to like. Yeah, I mean, I'm just in essence, one thing is why should I forgive someone? In Essenz, warum sollte ich jemanden vergeben? It's not for the benefit of the other first, it's for my benefit. Ist nicht für die Wohltat des anderen, sondern für meine Wohltat. Forgiveness is not so much about saying I forgive you. Vergebung geht es nicht darum zu sagen, ich vergebe dir. It's about me choosing to let go of negative feelings and hurt, so I become free from that pain. Sondern ich wähle bewusst loszulassen von negativen Gefühlen und von Schmerz, Because knowing dass that ich frei sein kann. if I hold on to any bitterness, it will block me from being happy in other aspects of life. Wenn ich an der Bitterkeit festhalte, dann blockiert mich das mein Leben. Sometimes we say, I'm not going to forgive until he or she apologizes or suffers. We want to see them suffering before saying, and now I forgive. Manchmal sagen wir, ja, ich werde nicht vergeben, bis die andere Person etwas ändert oder wir sehen, wie sie leiden muss. But then spiritual awareness throws light on another subject, which is not our subject for today, but it's very important to understand. Sondern das spirituelle Verständnis gibt das Licht auf ein anderes Thema, was nicht das heutige Thema ist. That's called the law of cause and effect, Das Gesetz von Ursache und Wirkung. the law of action and reaction, Das Gesetz von Ursache und Wirkung. the law of choice and consequence. Das Gesetz von Wahl und Konsequenzen. The law of effort and reward, Das Gesetz von Bemühung und Rückgabe. the law of karma. Das Gesetz des Karma. And it's so important to understand that, so not to feel feelings of injustice and revenge. Es ist so wichtig, dies zu verstehen, um nicht Gefühle der Ungerechtigkeit oder der Rache zu sagen und sich zu haben. We need 3 hours more for that one. Dafür brauchen wir noch 3 Stunden. Okay, but let's talk separately. Okay. So let's do a little closing meditation. Is that okay? Eine Abschlussmeditation. So this again, just sit your back straight if you can. The floor. Atme auf den Rücken, Füße auf den Boden. So again, I'll speak out a few guiding thoughts. Ein paar Gedanken aussprechen. If some of you wish to experiment with eyes open, you can look at this point of light image here on the stage. Wenn ihr gerne
soul energy. Das Bild der Seelenenergie. So I spend these next few minutes to be with myself, Verbringe die nächsten Minuten, um mit mir selbst zu sein, to experience my true self. mein wahres Selbst zu erfahren. I ask myself, who am I? Ich frage mich selbst, wer bin ich? Behind the roles I play, who am I? Hinter den Rollen, die ich spiele, wer bin ich? Behind the labels I carry, who am I? Hinter den Labels, die ich trage, wer bin ich? Behind the masks I wear, who am I? Hinter den Masken, die ich trage, wer bin ich? I am not what I do. Ich bin nicht, was ich tue. I am not what I have. Ich bin nicht, was ich habe. I am. Ich bin. When I look in the mirror, I see the reflection of my face, my body. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich die Reflexion meines Gesichts, meines Körpers. But there is more to me than simply this. Ich bin mehr als nur das. I bring my attention to the center of my forehead. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf die Mitte meiner Stirn. And here I picture a wonderful star of peaceful light. Ich visualisiere einen wunderbaren Stern, friedvollen Licht. From the star, waves of peaceful and healing energy radiate all around. Von diesem Stern strahlen von friedvoller Energie, strahlen aus. This beautiful star of peaceful light in the center of the forehead. This is me. Der wunderschöne Stern von Licht in der Mitte der Stirn. Das bin ich. This is the eternal me. Das ist das ewige Ich. This is the real me. Das ist das echte Ich. I am this living point of spiritual energy. Ich bin dieser lebendige Punkt spiritueller Energie. I am a soul. Ich bin eine Seele. I, the soul, I am eternal. Ich, die Seele, bin ewig. I, the soul,
Ich, die Seele, bin Licht. I, the soul, I am peace. Ich, die Seele, bin Frieden. I, the soul, I am free. Ich, die Seele, bin frei. Just be with this feeling for a moment. Sei einfach mit diesem Gefühl für einen Moment. And now I return to the awareness of this room here. Jetzt kehre ich wieder zurück in das Bewusstsein dieses Raums hier. Thank you so much, Yogesh. Bye. Bye means brother, brother Yogesh. What is very clear, simple explanations, I would say rather guidance. But I think also we got homework, isn't it? To understand, just to understand is not enough, but now to put it into practice. And Anna, thanks so much for the translation. That was also wonderful. So what we allow ourselves is to send an email in a few days, and we'll offer you a meditation course, 4 lessons, for everyone who's interested. We learn about more this inner self, the soul, and how to experience that, and how to make that stable in daily life. And we really will make effort to make it clear and simple, the way Yogesh explains. And after the course, we will